Hallo miteinander. Uta, sag mal hoi. So, ihr seht es, wir hocken hier im Coiffeursalon. Ihr habt richtig gehört, wir haben einen Coiffeursalon in diesem Museum unter anderem. Genau da ist an unserer Eröffnung am 25. Mai ein Barbier zugange, der die Bärte stutzen, Konturen schneiden etc. Also der Coiffeursalon, der ist 100-jährig. Der ist aus den 20er Jahren. Der hat natürlich ganz viele lustige Sachen. Das ist zum Beispiel das Becken zum Haarwaschen. Man sieht auch, es ist alles vernickelt. Das heisst, es ist sicher vor den 30er Jahren. Da haben wir zum Beispiel ein Streckeisen. Das ist die Heizung und ein Stab. Wahrscheinlich. Ja, Wellen, irgend so. Das Welleneisen. Das funktioniert natürlich alles. Das wird an der Eröffnung auch funktionieren? Das funktioniert alles an der Eröffnung. Sage ich jetzt mal grossgekotzt. Wir haben dort noch eine Haube. Es hat Rasierer, alte, elektrische natürlich und so weiter. Also das Zeug, das funktioniert alles. Das ist eben genau das Geile. Es ist nicht nur zum Anschauen, das Museum, sondern man kann auch wirklich damit arbeiten. Was sicher ist, die Wasserhähne die sind nicht mehr dicht. Das heisst, wir müssen die Wasserhähne restaurieren und natürlich anschliessen. Ich bin halt immer noch nicht wirklich am Schrauben. Das ist halt ein bisschen das Problem im Moment, aber es muss alles gemacht sein. Das ist für euch natürlich nicht so spannend wie Töffli, das, was der Kriegel macht und der Martin. Darum würde ich sagen, Uta, willst du mal die zwei besuchen? Jetzt machen wir hier 6 Löcher gibt's im Gesamten. Dann werke ich da mal weiter und tue mich schon mal verabschieden. Viel Spaß mit den Jungs unten. Geniessen es und bis zum 25. Mai. Ich freue mich drauf. Hey, hallo zusammen. Schaut mal da, wegen schön. Ich traue mich fast nicht anzulangen. Es ist alles wirklich jetzt gerade vom Lackierer gekommen. Jetzt habe ich das mal hier ausgelegt. Jetzt geht es ums Zusammenschrauben. Da muss man fast Händchen anlegen. Es ist wirklich, es ist einfach, man traut sich fast nicht irgendwie mit dem Schraubenschlüssel irgendetwas zu machen dran. Zuerst mal die Schwingen montieren, die Hinterschwingen. Und dann haben wir eine schöne Vorrichtung, kann ich den drauf tun und dann steht der Mann, dann kann man dann vorne gabeln und alles machen. Das Motorli haben wir schon gemacht. Das ist ready. Dann haben wir hier die Rädchen. Die sind auch revidiert, die kann man auch einfach anschrauben. Und da, es sieht ein bisschen nach einem Puff aus, aber ich habe eine Ordnung da. Das ist neue Schrauben, muss ich noch sortieren. Alles Chromstahl. Dann hat es so ein paar Sachen vom Kunden, die er wieder dran haben will. Dann bin ich das vorher mal alles durchgegangen. Was fehlt noch? Was müssen wir bestellen? Das habe ich jetzt bestellt, das ist dann morgen da. Aber bis morgen ist, habe ich noch ganz viel zu tun. Vor allem bei so einem nasslackierten Teil, da hat es recht viel Lack drauf. Da muss man einfach zuerst die Gewinde schnell rausputzen, dass die Gewinde sauber sind. Schnell mit dem Gewindschneiderli durch, dann hat man auch kein Problem beim Montieren. Und jetzt kann man das eigentlich hier zusammenbauen. Schön Schmütze an. Gut. Nur für neue Sachen. Für saubere Händchen. Heute schwingen auch noch ein bisschen. So. Zack. Ist richtig drin, nicht verkehrt. Tipptopp. Dann auch wichtig bei solchen Sachen immer ein bisschen Lockteil ran. Ah. Nifelibütz ist jetzt das. So, jetzt hier anziehen, nicht allzu fest. Immer über das Kreuz, dass der Gummi nicht verdrückt. Tada! Wieso? Also. Tipptopp. So, jetzt eben das. Jetzt kann man loslassen. Viele wollen dann gerade hier die Dämpfer anmachen und möglichst, dass man irgendetwas sieht. Aber es gibt so kleine Sachen wie zum Beispiel Kabel. Rücklicht. Und weil jetzt alles neu lackiert ist, ziehe ich
nehme ich die Masse nicht über den Rahmen, sondern nehme auch ein Kabel. Also das heisst, 2 Kabel ziehen. Mal bis zum Motor führen, dann ist das Rücklicht versorgt. Und nachher kann man dann vorne mit den Gabeln anfangen. Das ist auch immer so etwas, wenn es da Farbe drin hat, dann bringt man die fast nicht rein. Dann muss man zuerst einmal die Farbe rausschleifen zu einem Schaber, Dreikant-Schaber. Die Farbe rauskratzen. Und dann noch schnell mit einem Schleifpulli oder so. Ich mache das mit dem da. Bis es wirklich so schön blank ist. Oder dann auch beim Motor einbauen. Wenn es da innen dran Farbe drauf hat, dann ist es einfach das Rechtsgemurks. Und dass man nicht zu fest fluchen muss, tue ich wirklich einfach halt die Zeit nehmen, innen dran, da schnell ein bisschen schleifen, also schnell messen beim Motorbreite, dann da die Farbe ein bisschen abschaben oder einfach ein bisschen schleifen. Schauen, dass man natürlich nicht aufs blanke Metall runterkommt, wegen dem Rosten. Und dann geht der Motor gut rein. Aber da haben wir schon jemanden geflucht. Ich meine, ja, jetzt machen wir noch schnell den Motor rein und dann nachher, es ist einfach zu knapp und dann musst du würgen. Und bei einem neuen Rahmen würgen ist einfach ist nicht gut. Eine oben, eine unten. Wir haben es also auch schon geschafft, denke ich, ja, es geht schon. Und dann haben wir es eingewürgt, bis er gerissen ist. Und das ist einfach schade bei so neuen Teilen. Dann haben wir hier unsere Vorrichtung, um das zusammenzuziehen. Du kannst schon lachen. Dafür muss ich am Abend nicht mehr ins Gym. Gut, Steuerlager noch, alles schön schmieren und dann kann man das zusammenbauen. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt das. Tschüss zusammen. Ciao. Hallo miteinander, jetzt sind wir wieder mal bei mir. Ich habe hier einen wunderschönen Zündab Belmondo, den ich machen darf. Den hat der Kunde eigentlich selber so weit aufgebaut. Aber irgendwie hat er ihn nicht vorbeigebracht und irgendwie ist ihm, glaube ich, die Lust an der Zeit ausgegangen. Und jetzt dürfen wir ihn noch fertig machen. Der hat da die elektronische Zündung drin, die HPI. Die habe ich jetzt noch alles anhängen, dass das Kabel, also befestigt alles hat er schon, aber das Kabel noch nicht angehängt. Da habe ich jetzt alles schön angehängt, im Schläuch eingepackt und alles sauber versorgt. Dann die Ketten hat er noch nicht gemacht und die Antriebskette habe ich jetzt drin. Jetzt habe ich gesehen, beim Auseinandernehmen, der Kettenspanner hat er drin gehabt, aber er hat ihn da, wie ihr seht, hat er da, zum Distanz zu machen, hat er da einfach 3 Mutter genommen und da drauf da. Dann habe ich gesagt, nein, das hat er so schön gemacht, das können wir nicht machen. Jetzt haben wir da schnell ein Büchschen gemacht, ein sauberes. Und jetzt sind wir doch den einbauen da. Da ist es natürlich auch genau wieder nicht aufgegangen mit der Kette. Da habe ich wieder so ein halbes Glied reinmachen, wie es vom Spannen her zuerst nicht gegangen ist. So, jetzt müssen wir da. So, dann eben immer schnell ein bisschen Fett an die Schrauben, immer, dass man es auch wieder lösen kann und das nicht anfrisst. So, dann nehmen wir mal Spannen da. Wir gehen schnell schauen, ob das funktioniert, auch mit dem Rücktritt. Ja, das ist super, das ist perfekt. Das macht doch Freude. Was er jetzt auch noch will, er will hier noch schöne Mutter. So, die montiere ich jetzt auch noch schnell. Jetzt sehe ich habe den Boy am falschen Ort. Jetzt muss ich hinter dir. Jetzt muss ich da schnell stören. So, Entschuldigung. Wieder nicht vorbereitet. He? Ja, schau mal, das sieht doch, wow. Das sieht doch schon viel schöner aus. Jetzt auf der anderen Seite machen wir das Gleiche auch noch. Willst du dort und ich gehe da rum? Wie ihr auch gesehen, den Motor hat er auch selber gemacht oder machen lassen. Das sieht wirklich super aus von dort her. Also er hat sich mega Mühe gegeben, so wie es aussieht. Ja, ist alles ein bisschen grösser, ein grösserer Zylinder, grösserer Vergaser und der Ausbau Fan. Also ich denke, da werde ich noch Freude haben auf der Probefahrt. Richtig anziehen, dass das Rad auch nicht verloren geht. Ja, das sieht doch herrlich aus. Das Gleiche dürfen wir dann vorne auch noch machen. Da gibt es auch noch andere Muttern. Und was ich jetzt vorhin auch noch gesehen habe, der Kunde gesagt hat, das zeige ich jetzt euch auch schnell zeigen. Lassen wir da schnell ein bisschen runter. Wie ihr seht, jetzt da, wenn ich da nur leicht ziehe und die Schraube ist angezogen, die heben da nicht recht. Jetzt machen wir da dann irgendwo versteckt, bohren wir ein Loch, schneiden das Gewinde
und mache den Motorschrauben nie, dass wir ihn fixieren können. Dann, was ich auch noch machen muss, ja, ist die Schaltung natürlich noch einstellen. Das ist jetzt nur mal so Hand, muss ich dann beim Fahren noch schauen. Die Zündung sicher dann noch abblitzen, schauen, ob das auch richtig tut. Ja, und nachher ist das eine gefreute Sache und ich freue mich richtig auf die Probefahrt. Ich denke, heute Nachmittag kann ich noch gehen. Dann viel Spass beim Schrauben, geniessen es und das Wetter kommt. Hockt wieder auf den Hobel und viel Spass. Bis ein anderes Mal. Ciao zusammen.